Es ist gerade das Thema in den sozialen Netzwerken. Kürzung des Elterngeldes ist Abwertung von Care-Arbeit. Ab Januar bin ich zu 100% finanziell von meinem Mann abhängig, das, was ich nie sein wollte. Für uns wäre das sogar vielleicht ein Grund, kein zweites Kind zu bekommen. Die Elterngeldgrenze soll halbiert werden. Bedeutet, Paare, die jährlich zusammen über 150.000 € zu versteuerndes Einkommen erzielen, sollen in Sachen Elterngeld künftig leer ausgehen. So zumindest sieht es der Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr vor. Würde uns betreffen tatsächlich. Ist für uns natürlich auch eine Fragestellung, ob wir jetzt noch ein zweites Kind bekommen oder nicht. Ne? Weil dann könnten wir es uns wahrscheinlich nicht mehr leisten. Gerade in Frankfurt ist es natürlich eine Herausforderung, weil wir wissen selber, wie hoch die Mietpreise hier sind. Und selbst mit dem Akademikergehalt kann man sich das dann nicht immer leisten. Also ich denke, wir sind eigentlich ein reiches Land und es ist an der falschen Stelle gespart. Also bei den Familien. Es wird woanders sehr viel Geld ausgegeben und glaube ich, man müsste sich das Gesamttableau noch mal angucken. Der Aufschrei ist groß. Eine kürzlich gestartete Petition gegen die Kürzung wurde bereits von knapp 400.000 Personen unterzeichnet. Aber es gibt auch viele, die die Aufregung ganz und gar nicht nachvollziehen können. Ja, also wer mehr als 150.000 brutto, also beide Teile, ja gut, dann, aber selbst dann sollte man sich das eigentlich schon leisten können, wenn man nicht gerade prasst. Tatsächlich würde die geplante Neuregelung laut Familienministerium nur einen geringen Anteil der Familien in Deutschland betreffen. Aktuell rund 60.000, das sind ungefähr 5%. Unternehmerin Verena Pauster ist die Frau, die die Petition ins Leben gerufen hat. Sie hält die geplanten Kürzungen für ein völlig falsches Signal. Das sind nicht Menschen in der Regel, die groß geerbt haben, die große Vermögen haben, sondern das sind ganz viele Young Professionals, Menschen, die gerade die Berufsleiter hochkrabbeln und die jetzt sagen, wir sind jetzt gerade über dieser Schwelle drüber, denn das Elterngeld wird ja immer auf Basis der letzten 12 Monate berechnet und wir haben noch gar nicht viel zurückgelegt und jetzt können wir uns einfach kein Kind leisten. Wir können nicht den kompletten Gehaltsausfall von einem von uns beiden verkraften. Das Elterngeld soll Mütter und Väter, die nach der Geburt des Kindes weniger oder gar nicht arbeiten, finanziell unterstützen. So soll auch der Teil, der die Care-Arbeit leistet, wirtschaftlich selbstständig bleiben. Das ist einfach ein Riesenrückschritt für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Berufswelt. Also wir waren doch gerade an dem Punkt zu sagen, es geht darum, Frauen mehr aus der Teilzeit rauszuholen, sie fairer zu bezahlen, den Pay Gap zwischen den Geschlechtern zu verringern. Und jetzt wird es eben dann wieder ganz stark dazu führen, dass Frauen sagen, dann bleib ich zu Hause, du verdienst netto mehr und ich kriege dafür 0 €. Weniger Gleichberechtigung, weniger Vereinbarkeit von Familie und Karriere, weniger Kinder, so die Befürchtung der Expertin. Auch wenn die Entscheidung zur Kürzung des Elterngeldes noch nicht gefallen ist, heiß diskutiert wird sie jetzt schon.